war denn hier Schönes? Water Lake Police Station. In New Chief. Barbershop. Ah, von dem Barbershop hat er auf jeden Fall gesprochen schon. Für Police Station auch. Titel. Oh, was? Off T-Shore of T-Psych. Artist Pfarrer August. Keine Ahnung, irgendwas von 1841 bis 1919. Okay, kann man also nicht so gut, kann man nicht ganz so gut lesen. Kann ich das hier vielleicht nehmen? Ne, kann ich auch nicht entziffern. Kann ich nicht entziffern. Was seid ihr denn? Was seid ihr denn? WTF. Mit denen kann ich wahrscheinlich ihn mal richtig hochspringen. Oh, geil. Oh, guck mal, das sind... Ja, ich hab das schon verstanden. Da ist auf jeden Fall noch so ein Ding, was wir uns holen können. Zack, haben wir den hier, aber wir brauchen... Wir müssen den da hinten auf jeden Fall noch holen. Und ich möchte natürlich gerne auf den Berg hoch. Alles klar. Oh ja, hier geht's noch weiter hoch. Alles klar. Ja Mensch, die Welt ist gar nicht so klein, wie ich gedacht habe hier. Oh geil, noch mehr Schmetterlings. Noch mehr Schmetterlings. Was? Was? Erstmal mal ganz gucken, ob hier oben irgendwas ist. Auto. Ich weiß nicht, ob da hinten noch... Ah, wahrscheinlich kommen wir aber hier über die Seite nach oben. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich übersehen haben könnte? Ne, da sind nur noch mehr Schmetterlinge. Ohne Spaß, ich muss so aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Ach, guck mal. Guck mal, haben sie hier noch versteckt. Wobei ich immer noch nicht weiß, wofür die gedacht sind. Ne, okay, hier kann ich nichts machen. Ja, na dann wollen wir mal Geronimo. Also ich vermute mal, dass wir nachher da hinten weiter müssen, deswegen wollen wir mal jetzt hier lang. Aber ach, guck mal, das scheint der alte Papa-Truck zu sein. Na. Natürlich.
Hä? Wozu? Hä? Wozu? Warum? Oh, warte mal. Weil's da oben... Ach, komme ich hier auch rauf? Ah, wahrscheinlich muss ich mir... Ey, das ist ja fies. Was für ein fieses Versteck, liebe Entwickler. Ey. Oh, hier. Pass auf. Ich glaube, ich muss hier einmal so. Da muss ich wahrscheinlich einmal von hinten rauf. Jawohl. Jawohl, ja. Genau so habe ich mir das jetzt erwartet. So, mein lieber unbekannter Freund, dann erzähl uns doch mal die nächste Geschichte. Bin ich jetzt mal gespannt, was wir hier mitten im Wald für eine Geschichte finden. After he drove me home from the police station, I blew up at him, saying how I never wanted to be like him, how I was gonna be someone and leave that hick icebox for good. He just looked forward at the road with tired eyes. I took out that bluegrass tape from the cassette deck and chucked it out the window. In my sage teenage wisdom, I thought I had proved the ultimate point. But my dad had a different idea. He slammed the brakes, slowly bowed his head while gripping the steering wheel, and finally looked at me. All he said, like it was a polite request, was, "Make this right." I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough it worked. We didn't speak another word to each other the rest of the night. Wow, I knew you were a crazy teenager, but... It's hard to believe, isn't it? It surprises me too. It's like I didn't really know who that kid was back then. I bet my dad thought the same thing over and over. It's almost like he was saying, "Make this right," to himself, more than to me. Okay. Also der Vater scheint, der Vater scheint auf jeden Fall sehr viel und sehr hart gearbeitet zu haben, um einen gewissen Lebensstandard zu halten. Und wie Teenager nochmal so sind, ich meine, ich war ja auch mal einer, wie Teenager nochmal so sind, hat er das nicht so, ja, also hat der Junge, der uns jetzt hier die Geschichte erzählt, das scheinbar nicht ganz so akzeptiert. So, kommen wir jetzt da hoch. So scheinbar schon mal nicht. Ja, nur springen hier. Jump and run. Ja, komm, weiter. So, mal. Wie komme ich denn hier hoch? Ich vermute mal so gar nicht. Wahrscheinlich muss ich irgendwie über den Wasserfall da hoch. Kann das sein? Kann das denn möglich sein? Ne, kann nicht möglich sein, weil... Aber vielleicht, warte mal.
Vielleicht, wenn ich mir diese Schmetterlinge hier hole. Vielleicht komme ich ja dann hier hoch. Versuchen wir es mal. Ja, komm weiter. Ach, ja, Wunderbärchen. Schau mal. Und hier ist dieser Truck wahrscheinlich. Also, entweder sind wir wirklich sehr, sehr kleiner Fuchs, oder diese Dinge hier sind einfach überdimensioniert. So, guck mal, siehst du? Und ich werde trotzdem, dass wir nicht alle und alles, was hier versteckt ist, finden werden. Weil ich aber auch gar nicht gründlich genug danach suche. Oh, ach so, guck mal an hier. Ich zieh mal hin an Wasserfall. Da gibt aber ein unschöne Töne von Ohren. Ohne die Schmetterlinge hier den Hügel hinauf, oder nicht? Was soll ich doch? Wir sind ja schließlich Superfuchs. Obwohl ich den Sinn und Zweck. Oha. Okay. My friends would laugh about that night and talk about how crazy it was. And I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush, unable to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumber yards and evening beers. I had to climb over. That was my only goal for a long time. Ah, wir brauchen dreimal Schmetterlinge, um da hochzukommen. Alles klar. Wir brauchen dreimal die Schmetterlinge. Ja, und dann hätte ich bitte gerne dreimal die Schmetterlinge zum Hochspringen. Vielen Dank. Ah, Fuck. Oh. Lass mich zurück, ich bin dumm. Mach ich hier was anderes hoch? Das lasse ich noch was. Wahrscheinlich muss ich dann hier... Oh. Oh Mann, oh, ist ja voll dämlich. Einmal eine Sekunde nicht dran gedacht. Oh. Fuck. Oh
Let's try this shit again. Uiuiui. Und die. Und jetzt müssen wir von hinten. Müssen wir von hinten ran. Okay, jetzt nicht springen, nicht springen, nicht springen. Happy Trägerfinger, bitte. Bleiben Sie ruhig. Zack. Ah, guck mal, siehst du, jetzt haben wir 3-mal Schmetterlinge. Und jetzt können wir nämlich da auch hochspringen bestimmt. Ich meine, man hätte versuchen können, sich da hoch zu glitschen, aber... Das sind ja keine Glitchers. Glitch-Bitch! Oh, bitte, das muss jetzt funktionieren, weil nochmal die Viecher einsammeln. Ugh. Oha. Jawohl, ja. Mhm. Oh. Da hinten ist Feuer. Na, gucken wir. Ja, Moment. Moin. Das sieht hier so verdächtig aus. Nee, oder? Nee, das ist keine Höhe. Alles klar. If there was some way I could take my love of drawing and turn it into a way of escape, nothing would make me happier. I wanted to create instead of tearing trees down. I wanted to move to the lower 48, not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it. It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. I put so much energy into doing what others didn't expect of me. Why did I do that? There's one fact you're forgetting, though. If you didn't have that fire in you, we probably would have never met. You're absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. But then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad? Das ist eine berechtigte Frage. Warum verfolgen wir diese Füchsin die ganze Zeit? Okay, sind beide gleich weit weg. Ich habe gerade überlegt, welcher jetzt näher sein könnte. Mal schauen hier. Gott, diese Klaviermusik im Hintergrund macht mich so ein bisschen müde. Dabei habe ich heute extra lange geschlafen. Was? Was? Aber. Da wollte ich doch gar nicht hin. Also, was war. Hä? Dabei ist jetzt die Klaviermusik weg.
Pläne. Okay, ich bin mir sicher, dass wir da hinten, also jetzt hier, wenn wir jetzt hier gleich den Berg hochspringen. Oh nein. Graf Gnarf. Okay. Wo führt uns dieser Weg hin? Hä? Ah, äh? Nein, nein, nein! Spring halt runter. Hat jetzt irgendeiner das verstanden? Also ich irgendwie nicht so. Okay, es scheint die Geschichte auf jeden Fall weiterzugehen. On our property, there were old abandoned pieces of a shed and car long left unused. I used to ask him all the time who those people were that left all this junk, and I'm sure he got so tired of hearing it that he made up some elaborate stories how a brown bear ate them and haunted the woods afterwards. What's funny is I think it made those people seem more real. Growing up thinking they were still hanging out like they couldn't say goodbye. I used to tell my friends how I could swear I saw spirits move near the water, and that always freaked them out. I guess it didn't bother me, because the way I saw it, they were normal people with old cars and sheds, just trying to figure out how to survive and be happy in the middle of nowhere. It was a cool thought that they didn't want to leave, but you know, I was a weird kid. Well, you had good company since those ghosts like living in a place where they were brutally devoured.
Ich habe auch gar keine Ahnung mehr, was ich jetzt dazu noch kommentieren soll. Ich verstehe die Geschichte noch nicht mal. Blätter. Ich will hier wieder Wasser. Oha. Und die restlichen aber fehlt. Aber die kann ich doch nicht einfach so... Die kann ich schon nicht einfach so zurücklassen. Ah. Nur Profis am Werk hier heute wieder. Na bitte. Geht doch. Ah. Oh, okay. Ist klar. Even at my most distant, at the times when I detested him the most, he kept reaching out. For a year straight, he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Eventually, to shut him up, I agreed. We carried out the worn lawn chairs from the garage and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those 3 obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window. I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time. The tree where I'd made my first carving when I was 6. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree. Something about seeing my name there made me open up, and we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I loved sketching and design, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write my name on a tree to finally get me to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning. I don't know why it took me that long to realize it, but it was then I knew how much he had sacrificed for me. Okay, hier muss also auf jeden Fall noch ein 3. Stein irgendwo sein.